Hallo und willkommen in der Grenzregion von Schweiz und Italien. Wir fahren von Baraggia in der Lombardei am Luganer See vorbei Richtung Lago Maggiore. Dann geht's am Ostufer des Sees entlang bis Gordola. Dort biegen wir ins Valle Verzasca ab und passieren kleinere Orte wie Lavaterzo. Unser erstes Tagesziel ist das einzigartige Bergdorf Sononio. Baraggia ist unser Ausgangsort für Touren an den Lago Maggiore, den Luganer und den Comasee. Das Wetter ist gut und wir sind gespannt, was uns auf der 190-Kilometer-Tour erwartet. Das südöstliche Ufer des Luganer Sees liegt auf italienischer Seite und ist vom Tourismus noch nicht überrollt worden. Ein herrlicher Start in den Tag. Auf dem Rückweg besuchen wir Morcote, das am gegenüberliegenden Ufer in der Schweiz liegt. In Ponte Tresa überqueren wir die Grenze zur Schweiz. Mit der italienischen Stadt Luino erreichen wir auch den Lago Maggiore. Die östliche Seeseite ist glücklicherweise nicht überlaufen und daher kommen wir gut vorwärts. Viera gehört schon seit 1516 zur Eidgenossenschaft. Am nördlichen Ende des Lago Maggiore fahren wir Richtung Locarno. In Gordola biegen wir in das Valle Verzasca ab. Das Tal liegt zwischen 500 und 900 Meter Höhe und ist 25 Kilometer lang. Die spektakuläre 220 Meter hohe Staumauer des Vogorner Sees begrüßt uns am Taleingang. Vogorno ist der Namensgeber des Speichersees. Die Kirche in San Bartolomeo entstand ab dem 15. Jahrhundert. Bogenbrücke Ponte dei Salti in Lavaterzo ist ein begehrtes Fotoobjekt. Unter ihr fließt die klare, smaragdgrüne Verzasca.
Das romantische Tal ist ein Paradies für Wanderer, Mountainbiker, Kletterer und Wasserratten. Wem Bouldern was sagt, ist hier in Brione am richtigen Platz. Sononio ist das letzte Dorf des Verzaska-Tals und verzaubert mit seinem Charme und der ruhigen Atmosphäre. Die hübsch mit Blumen geschmückten und mit Steinplatten bedeckten Häuser, die Rustici, sind charakteristisch für das Tal. Man fühlt sich um Jahrhunderte in die Vergangenheit zurückversetzt. Die Kirche Madonna di Loreto wurde im Jahr 1854 anstelle eines älteren Bauwerks errichtet. Die Holzfigur weist auf das Schicksal vieler Jungen hin, die früher als lebende Kaminbesen nach Mailand oder Turin weggegeben wurden. Dort, fern der Heimat, starben sie oftmals an Hunger und Krankheit. Gepflasterte Gassen führen zum Dorfplatz, auf dem sich die Leute noch heute gerne treffen. Diverse Restaurants verwöhnen ihre Gäste mit traditionellen Gerichten. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Schon fast 200 Jahre lang spendet dieser Brunnen klares und sauberes Wasser. Im Verzaska-Tal sind zudem mehrere Wasserfälle zu finden. Ein Besuch der Cascata La Froda bei Sononio lohnt sich auch wegen des schönen Weges dorthin.
Passo Nonio ist ein wunderbarer Ort, von dem man diverse Bergtouren in die angrenzenden Täler unternehmen kann. Für uns geht's weiter zum zweiten Tagesziel, Morcote am Luganer See. So können wir noch einmal das herrliche Verzasca-Tal aus einer anderen Perspektive genießen. Wir sind wieder an der Staumauer, die durch den James-Bond-Film GoldenEye weltbekannt wurde. Noch ein paar Kehren und wir erreichen wieder das Nordufer des Lago Maggiore. Hier sind wir an der westlichen Auffahrt zum wenig spektakulären Passo Monteceneri. Wenn es auch nicht so erscheint, wäre die Strecke am Ufer des Lago Maggiore entlang vielleicht die bessere Wahl gewesen. Nachdem wir Morcote vor einigen Jahren nur passiert haben, wollen wir diesmal einen längeren Stopp einlegen. Morcote war ehemals ein bedeutender Handelsort, ist aber heute aufgrund seiner schönen Lage am Luganer See ein begehrtes touristisches Ziel. Die Renaissancekirche mit einer monumentalen Treppe werden wir als erstes in Augenschein nehmen. »404 Stufen machen jeden Besuch des Gotteshauses zu einem wahrlichen Workout.« Oben angelangt hat man einen Ausblick wie auf einer karibischen Insel. Die Anfänge der Wallfahrtskirche gehen in das 13. Jahrhundert zurück. Der Renaissancebau zeigt innen Fresken, aber auch barocke Malereien.
Der terrassenförmige Monumentalfriedhof wurde 1750 angelegt und 1878 letztmalig erweitert. Er enthält bemerkenswerte Grabmäler bedeutender Familien des Ortes. Die Aussicht für die Toten könnte nicht besser sein. Im Ort findet man die typischen verwinkelten Gassen. Die schmale Uferstraße ist von Arkadengängen gesäumt. Das letzte Teilstück unserer Tour führt zunächst am schweizerischen Ufer des Luganer Sees entlang. Nach dem erneuten und letzten Grenzübertritt bei Ponte Tresa genießen wir bis Porto Ceresio das italienische Südufer des Sees. Wieder an der Ferienwohnung angekommen, wundern wir uns, wie schnell doch ein schöner Tag auf dem Motorrad vergehen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da oder abonniert den Kanal. Wir freuen uns. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.